Oh hey, heute mal ein ganz anderes Video. In der Regel Reviews fast kaum neuere Filme oder Serien oder. Aber da es ein wenig busy bin mit ein paar größeren Videoprojekten und ich definitiv diese Serie ans Herz legen will, machen wir doch mal heute eine kleine Ausnahme. Denn heute, wie der Titel schon sagt, reden wir über The Goon, The Gone, je nachdem wie ihr es auspressen wollt. Und ja, ich habe so nachgeguckt, es gibt gefühlt hunderttausende Versionen, wie man diesen Titel auspresst, sowohl von offizieller als auch von inoffizieller Seite. Von daher vergibt mir, falls jede Version, die ich etwa wie ich den Titel auspresse, falsch ist. Ich habe mein Bestes versucht. Anyways, ich werde euch erklären, was euch in der Serie erwartet, was ich an dieser Serie wirklich liebe und generell meine groben Gedanken zur Show. Größtenteils spoilerfrei, von daher, falls ihr die Show nicht gesehen habt, dann ist dieses Video definitiv was für euch. Und natürlich, hierbei handelt es nur um meine Meinung, falls ihr eine andere habt, schreibt die doch gerne in die Kommentare. Anyway, alle Disclaimer wurden disclaimed, legen wir los. Und beginnen wir doch mal mit ein paar Basic Facts zu der Show. Hierbei handelt es sich um eine weitere Romanadaption des gleichnamigen Romanes aus den 1950er Jahren, der zumal in den 1980ern als Serie verfilmt worden ist. Weder die Originalserie noch den Roman habe ich jemals gelesen oder gesehen. Von daher kann ich etwa diese nicht vergleichen mit dieser neuen Adaption. Von daher werde ich nur die Serie bewerten, wie sie als eigene Serie funktioniert. Aber was ist die Story von The Goon? Wie kann man das am besten zusammenfassen? Denn die Story ist ziemlich groß, vor allem wenn man die Serie gesehen hat, dann wisst ihr genau, was ich meine. Kurz gesagt geht es um 3 Mainplayers in dieser Serie. John Blackthorne, der Engländer, der Outsider dieser alten japanischen Welt, der hier zum ersten Mal kommt und ein Fish out of water Charakter ist, von denen wir größtenteils all diese Traditionen und Customs dieser alten japanischen Welt sehen und wie er darüber denkt und sich fühlt. Seine Übersetzerin Lady Mariko und natürlich auch ihren Lord Togarana. Diese 3 Figuren sind mehr oder weniger der zentrale Ankerpunkt. Und natürlich gibt es viele andere Figuren, die man erwähnen kann, aber ich lasse es euch einfach mal als Überraschung, welche diese anderen Figuren sind und was deren Deal ist. Und wie man schon von den Wizards anmerkt, ist die Serie eine visuelle Pracht. Das Directing ist wundervoll gemacht worden, einfach nur. Und ich würde sogar behaupten, es ist eines der besten Live-Action-Directings in einer TV-Show, das ich seit langem gesehen habe. Zugegeben, ich schaue nicht so viele neuere Shows, aber das ist schon wirklich ziemlich gutes Directing. Denn auch wenn es ziemlich cinematisch inszeniert wird und auch sehr hochwertig inszeniert wird, muss es sehr loben, wie die Serie immer noch so sehr eine TV-Serie ist. Denn anders als zum Beispiel viele andere TV-Serien, vor allem in der jetzigen Zeit mit diesen ganzen Disney Plus 6 Episodes Events, fühlen sie sich viel so an, als wären das einfach nur langgestreckte Filme. Vor allem Disney Plus Shows leiden darunter. Von daher ist es wirklich schön zu sehen, dass so eine FX-Show den Fakt, dass sie eine Serie ist, so stark embraced. Denn hierbei handelt es sich durch und durch um eine Serie, die zwar cinematisch sich anfühlt und cinematisch sich auch aussieht, aber immer noch weiß, eine Serie zu sein und alle diese Episoden zwar als Gesamtpaket was Wundervolles ergeben als Story, aber immer noch für sich selber stehen können von der Story her. Von daher gibt es immer ein Ende, ein Anfang und ein Mittel. Zumindest in den meisten Fällen. Natürlich in manch anderen Episoden wird es offen gelassen am Ende. Aber das ist auch ein anderer Punkt. Und auch die Liebe zum Detail ist wundervoll. Denn die Serie, vor allem die Leute hinter der Serie, haben es betont, wie sehr sie die Serie authentisch halten wollen. Sprich, man müsste mal alle japanischen, beziehungsweise zu dieser Zeit japanischen Customs, Essensarten und so weiter capturen. Und das ist natürlich ein großes Aas für ein historisches Epos. Viele Serien, egal in welcher Art und Weise sie historisch auf was basieren, hierbei handelt es sich um eine Serie, die fiktionale Events hat, aber in einer sehr historisch akkuraten Welt angesiedelt wird, machen sehr viele Änderungen, um die Dramaturgie zu verändern oder das als besser als Film oder Serie zu verkaufen. Das sieht man bei vielen Biopics zum Beispiel. Diese Serie dagegen, ich würde behaupten, dass sie wirklich sehr gut das Authentische behält. Natürlich bin ich kein größter History-Buff, wenn es um das alte Japan geht. Von daher kann ich nicht etwa akkurat sagen, ob alles wirklich getroffen ist. Aber so von dem, was ich weiß, ist das ziemlich gut getroffen und fühlt sich so authentisch wie möglich an. Und das auch zu Recht, denn die Serie ist schon seit 2018 in Entwicklung gewesen und ist erst in diesem Jahr erschienen. Auch ist es erfrischend, wie man etwa Sprache als Barriere hier in der Erzählung und Inszenierung nutzt. Denn auch wenn ihr im OV-Ton schaut ihr es auf 2 Sprachen. Zum einen die Charaktere, die andere Sprachen reden, sprechen alle Englisch oder halt auch über Übersetzungen, die werden auf Englisch natürlich gemacht, während auf der anderen Seite alle Charaktere, die
Japanisch sprechen oder Momente, wo andere Charaktere Japanisch eben sprechen, werden immer noch auf Japanisch gehalten. Und dasselbe kann man auch über die deutsche Synchro sagen, die mehr oder weniger dasselbe ist, nur halt eben auf Deutsch statt auf Englisch. Und ich kann euch wirklich den originalen Ton sehr empfehlen. Denn auch wenn es natürlich ein schlechtes ist, das vielleicht auf der deutschen Synchro zu hören, ändert das halt nicht den Fakt, dass alle Charaktere mit Japanisch das eben immer noch sprechen. Und wenn man das etwa nicht so gemacht hätte, hätte die Serie wirklich viel an ihrer authentischen Art und Weise verloren. Und generell wäre es auch ein wenig seltsam. Ich meine, so ein Film wie Inglourious Basterds funktioniert auch deutlich besser im OV-Ton statt in der deutschen Synchro. Von daher wird das mit der Sprache und die Barriere, wie zum Beispiel der Fakt, dass Son Blackthorne jemand ist, der kein Japanisch kann und deshalb sehr angesetzt ist auf einen Übersetzer, aber viele dieser Übersetzer nicht wirklich seine Worte übersetzen und ihnen einfach Worte geben, die er nie gesagt hätte, um ihre eigenen Intentionen zu verwirklichen. Es ist wirklich sehr interessant und wird wirklich gut inszeniert. Zwar kann es natürlich ein wenig lästig sein, auf den ersten Blick so viel Untertitel zu lesen, da kann man sich vielleicht manchmal schwer auf die Gesichter, die Performances fokussieren, aber ich würde sagen, es lohnt sich wirklich, auch wenn man beim ersten Watch vielleicht ein paar wirklich nuanced Performances manchmal verpasst. Und die Performances, meine Fresse, sind die verdammt gut. Jeder der Schauspieler hat ihren Job wirklich gut gemacht. Die großen Standouts hier sind vermutlich Lord Togarana und Lady Mariko. Beide fantastisch gespielt, beide wundervoll geschrieben. Das Skript in dieser Serie ist top-notch. Die Dialoge wissen genau, wie die Charaktere ticken, wie sie sprechen und so weiter. Ein paar Momente werden auch wundervoll wieder aufgegriffen in späteren Momenten, die dann im Nachhinein diese vorherigen Momenten eine ganz andere Bedeutung geben. Und das ist auch wirklich das Schöne an dieser Serie. Dadurch, dass es etwa eine Miniserie ist, weiß sie genau, was sie erzählen will und wo sie beginnen soll, wo der Mitte ist und wo das Ende ist. Wenn man nun eine zweite Staffel machen würde, würde ich es ziemlich grauenhaft finden, denn zum einen hat man das Buch bzw. den Roman schon adaptiert, zum anderen, was will man da noch erzählen? Alles, was erzählt wurde, wurde perfekt erzählt. Zugegeben, auf den ersten Blick musste ich sagen, dass die finalen Momente dieser Serie mich ein wenig underwhelmed haben für eine Sekunde, aber so, wenn ich darüber genauer nachdenke, bin ich ziemlich froh, wie sie das gemacht haben. Generell bin ich ziemlich begeistert über die Serie, denn die Serie weiß genau, wie sie so einen guten Slowburn macht. Beispielsweise die erste Episode ist ein fantastisches Setup. Es zeigt uns den Charakter von Son Blackthorne, es zeigt uns viele der anderen Figuren und es weiß genau, was es etwa erzählen will. Doch auch wenn das alles positiv klingt, gibt es paar kleine Nitpicks oder Dinge, die mir wirklich nicht so gefallen haben an der Show. Beispielsweise, manche Editing Choices waren wirklich nicht so tolle. Denn die Serie ist vom Editing und wie sie gezoomt wird, bzw. gefilmt wird, wundervoll gemacht worden. Die Momente, Gespräche werden wundervoll inszeniert und uns gezeigt, sodass etwa Tänzen immer aufbröckert bei manchen und es ist einfach wundervoll sich anzusehen. Doch manchmal gibt es ein paar Hardcuts, wo wir einfach nur ein Blackscreen sehen und dann zur nächsten Szene springen. Das ist per se nichts Schlechtes und ist manchmal wirklich effektiv. Größtenteils fand ich es ein wenig, naja, es ist halt nichts etwa, was die Serie mir ruiniert, aber mir ist es wirklich aufgefallen, vor allem in ein paar der mittleren Episoden, ist es irgendwie doch ein wenig starring, statt etwa wirklich gut. Klar, manche Momente, wie gesagt, funktioniert das fantastisch, in anderen dagegen eher weniger. Im Allgemeinen bin ich ziemlich positiv überrascht für die Serie. Ich habe so den Trailer von dieser Serie gesehen und dachte mir, es sieht wirklich gut aus. Aber ich hätte nicht gedacht, dass mir die Serie wirklich so gut gefallen hätte. Und das ist auch wirklich was ich mir ein wenig mehr wünsche. Denn wie schon angesprochen, es nervt einfach, dass viele Serien versuchen, langgezogene Filme zu sein. Und niemand will einen langgezogenen Film haben. Die Serie hier ist zwar ein Slowburn, aber bei weitestgehend nicht geschrieben als Film, sondern als Serie. Und das ist wirklich eine Sache, die ich wirklich von vielen Serien, vor allem in der jetzigen Zeit, ein wenig vermisse. Ich glaube, das ist auch wirklich der große Vorteil einer Miniserie, denn es gibt kein Risiko, dass die Serie vorzeitig gecancelt wird und daher nicht etwa ihre Story komplett zu Ende erzählen kann. Und auch wenn etwa eine zweite Staffel kommen könnte, was ziemlich unwahrscheinlich ist und wo sowieso die Macher eher mehr gesagt haben, dass sie eher weggeneigt davon sind, auch wenn bestimmt FX oder andere involvierte größere Higher-Ups bestimmt mal ein paar Gespräche mit ihnen hatten, ob man das vielleicht nicht fortsetzen könnte, kann man immer noch auf diese erste Staffel schauen und sagen, meine Güte, was für eine fantastische Miniserie. Und was will man eigentlich mehr? Auch zum Beispiel die Action, die ich fast kaum in dieser Review komischerweise
erwähnt habe, ist wirklich gut und effektiv genutzt. Denn man weiß mal genau, wann man etwa ein paar eher mehr actionlastigere Momente in sich hat. Und diese werden sehr spar genutzt, aber sehr, sehr effektiv, sodass es einen manchmal schockt auch. Von daher abschließend kann ich nur sagen, ich bin begeistert. Wenn ihr Disney Plus habt, und ja, ich habe etwa den Namen FX im Raume geworfen, aber die Serie könnt ihr etwa hierzulande auf Disney Plus als Star Original Zone, plus in der Erwachsenen-Sektion, dann bitte, 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 gebt doch mal dieser Serie einen Shot, denn sie ist eure Zeit wirklich viel wert. Aber anyway, das waren auch all meine Gedanken zu der Show. Kanntet ihr schon Shogun? Wenn ja oder nein, lasst mich doch gerne in den Kommentaren wissen, wie ihr nun zu dieser Serie steht. Ich hoffe, ich konnte es euch schmackhaft machen, so gut es geht, denn mit der Serie kann man so viel bereden, aber dafür müsste man sehr viel spoilern. Anyways, wir sehen uns, beziehungsweise hören uns beim nächsten Mal. Euer Random oder so ähnlich. Bye!